Hallo, ich bin Sarah. Und ich bin Marc. Du hörst Deutsch mit uns. German Podcast für Arabischsprachige. Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen nervös macht. Aber es ist wichtig. Wie spricht man auf Deutsch über Geld? Ob im Job, beim Einkaufen, bei der Miete oder wenn es mal knapp wird. Wir zeigen dir die richtigen Wörter und Sätze. Einfach, klar, ohne Angst. Setz dich zurück, lehn dich an und lass dich inspirieren. Heute wird es praktisch. Ich fange mit einer Frage an. Fühlst du dich sicher, wenn du auf Deutsch über Geld sprichst? Viele zögern, weil sie die richtigen Wörter nicht kennen. Aber Geld ist überall im Alltag. Fangen wir mit dem Beruf an. Wenn du sagst, ich bin Ingenieur oder ich arbeite als Verkäuferin, ist das schon ein guter Anfang. Dann kommt auf die Frage, wie viele Stunden arbeitest du? Du kannst sagen, ich arbeite 40 Stunden pro Woche oder ich arbeite Teilzeit, 20 Stunden. Und wenn jemand nach deinem Gehalt fragt, das ist in Deutschland manchmal privat, aber du kannst sagen, mein Gehalt ist okay, ich verdiene genug für meine Ausgaben. Heute lernst du alle wichtigen Sätze, vom Einkaufen bis zum Sparen. Also keine Angst, wir gehen Schritt für Schritt. Stell dir vor, du gehst einkaufen. Du siehst etwas Schönes, aber der Preis ist hoch. Was sagst du? Du kannst fragen, kostet das wirklich so viel? Oder gibt es einen Rabatt? Vielleicht ist der Preis fest. Dann sagst du, okay, ich nehme es. Oder das ist mir zu teuer, ich lasse es. Wichtig ist auch der Satz, kann ich mit Karte zahlen? Oder kann ich bar zahlen? In Deutschland wird oft mit Karte gezahlt, aber manche kleine Läden nehmen nur Bargeld. Also lern diese Sätze auswendig. Sie helfen dir jeden Tag. Jetzt eine kleine Übung. Nächste Woche, wenn du einkaufen gehst, sprich die Sätze laut auf Deutsch, auch wenn du alleine bist. Übung macht den Meister. Jetzt bin ich dran. Ich möchte über Miete und Nebenkosten sprechen. Das ist ein großes Thema, wenn du in Deutschland wohnst. Du bekommst jeden Monat eine Rechnung von deinem Vermieter. Da steht Kaltmiete, das ist die Miete ohne Heizung und Wasser. Und dann Nebenkosten. Das ist für Strom, Wasser, Müllabfuhr. Manchmal ist die Nebenkostenabrechnung am Ende des Jahres sehr hoch. Dann fragst du, warum sind die Nebenkosten so hoch? Kann ich eine Aufstellung bekommen? Oder du sagst, ich kann die Erhöhung nicht bezahlen. Können wir eine Ratenzahlung vereinbaren? Keine Angst, diese Sätze zu sagen. Vermieter kennen solche Situationen. Also, schreib dir die wichtigsten Sätze auf. Und wenn der Brief kommt, bleib ruhig. Du kannst das. Ein weiteres wichtiges Thema ist Strom- und Handyvertrag. Viele zahlen zu viel, weil sie nie ihre Verträge prüfen. Du kannst sagen, ich möchte meinen Tarif wechseln. Gibt es einen günstigeren Vertrag? Oder mein Vertrag läuft bald aus. Kann ich kündigen? In Deutschland hast du ein Sonderkündigungsrecht, wenn der Anbieter die Preise erhöht. Also nutze das. Ein Satz, der oft hilft: Können Sie mir ein Angebot machen? Ich vergleiche gerade verschiedene Anbieter. Das zeigt, dass du dich informierst und oft bekommst du dann einen besseren Preis. Meine Übung für dich: Schau heute deine letzten Rechnungen an. Gibt es etwas, das du ändern kannst? Ein Anruf oder eine E-Mail kann viel Geld sparen. Jetzt möchte ich über Sparen und Budget sprechen. Viele denken, Sparen ist schwer. Aber mit kleinen Änderungen geht es. Ein einfacher Satz: Ich möchte jeden Monat 50 Euro zur Seite legen. Oder ich spare für eine Reise nach Berlin. Du kannst auch sagen, mein Budget für Lebensmittel ist 200 Euro im Monat.
dann achtest du beim Einkaufen darauf. Eine gute Methode: ich koche zu Hause, statt auswärts zu essen. Das spart viel Geld. Oder ich nehme das Fahrrad statt das Auto. Und wenn du doch mal etwas kaufst, ist das ein Schnäppchen? Das ist ein Wort für ein gutes Angebot. Also fang heute an, deine Ausgaben aufzuschreiben. Nach einer Woche siehst du, wo du sparen kannst. Ein weiterer Tipp: regelmäßig Verträge prüfen. Viele zahlen für Dinge, die sie gar nicht mehr nutzen, zum Beispiel ein Fitnessstudio oder Streamingdienste. Du kannst sagen: ich möchte meinen Vertrag kündigen, weil ich das Angebot nicht mehr nutze. Oder ich habe vergessen zu kündigen, kann ich trotzdem aus dem Vertrag? Manchmal hilft ein Anruf: ich bin mit dem Service nicht zufrieden, was können Sie mir anbieten? Oft bekommst du dann einen Rabatt, damit du bleibst. Also, nimm dir eine Stunde Zeit, schau alle deine Abbuchungen auf dem Konto an. Frag dich: brauche ich das wirklich? Das kann dir jeden Monat 50 oder 100 € sparen. Probier's aus. Jetzt komme ich zu einem schwierigen Thema. Wenn Geld knapp ist oder man Schulden hat. Das ist unangenehm, aber wichtig. Vielleicht sagst du, ich habe diesen Monat nicht genug Geld für die Miete, kann ich später zahlen? Oder ich habe Schulden und möchte eine Ratenzahlung vereinbaren. Kein Grund, sich zu schämen. Viele Menschen haben finanzielle Probleme. Wichtig ist, dass du ehrlich bist und mit den Leuten sprichst. Bei der Bank kannst du sagen, ich brauche einen Kredit, um meine Schulden zu bezahlen. Welche Möglichkeiten habe ich? Oder du gehst zur Schuldnerberatung. Das ist kostenlos. Du sagst, ich möchte einen Termin für eine Beratung. Der erste Schritt ist immer der schwerste, aber wenn du sprichst, finden sich Lösungen. Ein weiterer wichtiger Satz: kann ich eine Stundung bekommen? Das bedeutet, du darfst später zahlen. Zum Beispiel bei der Miete: lieber Vermieter, ich habe finanzielle Schwierigkeiten. Kann ich die Miete für diesen Monat später zahlen? Oft zeigen Vermieter Verständnis, wenn du ehrlich bist. Und wenn du eine Rechnung nicht bezahlen kannst, ruf an. Ich habe Ihre Rechnung erhalten. Ich kann sie leider nicht sofort bezahlen. Bitte schicken Sie mir eine Mahnung mit einer Frist. Das klingt komisch, aber es ist besser, als gar nicht zu reagieren. Also, vermeide es, Rechnungen zu ignorieren. Sprich mit den Leuten. Das nimmt den Druck weg. Jetzt möchte ich über Trinkgeld sprechen. In Deutschland ist Trinkgeld üblich, aber nicht so viel wie in anderen Ländern. Im Restaurant sagt man oft, es war sehr gut. Stimmt so. Das bedeutet, du rundest auf. Zum Beispiel, die Rechnung ist 18,50 €. Du gibst 20 € und sagst, stimmt so. Oder du sagst, ich gebe 10% Trinkgeld. Im Café oder beim Friseur sind 1 oder 2 € auch in Ordnung. Und im Lieferdienst? Da gibst du oft 1 bis 2 €. Ein Tipp: wenn du nicht weißt, wie viel, frage einfach, ist Trinkgeld üblich? Das zeigt Respekt und die Leute helfen dir gerne. Jetzt noch ein wichtiger Satz für den Alltag. Kann ich eine Quittung bekommen? Das ist besonders wichtig, wenn du etwas zurückgeben willst oder für die Steuer. In Deutschland gibt es das Rückgaberecht. Du sagst, ich möchte diesen Artikel zurückgeben, er gefällt mir nicht. Kann ich mein Geld zurückbekommen? Oft bekommst du das Geld, wenn du die Quittung hast und es nicht zu lange her ist. Ein anderer Satz: ist der Artikel im Angebot? Das bedeutet, gibt es einen Rabatt? Und wenn du etwas online kaufst, kann ich die Versandkosten zurückbekommen, wenn ich den Artikel zurückschicke? Das sind alles Sätze, die du brauchst. Schreib sie dir auf. Ich möchte über Gehaltsverhandlung sprechen. Das macht vielen Angst, aber es ist wichtig.
Wenn du einen neuen Job beginnst, fragst du, wie hoch ist das Gehalt? Gibt es Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld? Oder ist das Gehalt verhandelbar? Später, wenn du schon arbeitest, kannst du sagen, ich arbeite jetzt seit einem Jahr hier. Meine Aufgaben haben sich erweitert. Können wir über eine Gehaltserhöhung sprechen? Bereite dich vor. Überlege, warum du mehr Geld verdienst. Du kannst sagen, ich habe neue Verantwortung übernommen. Ich habe einen Kurs gemacht. Ich habe gute Ergebnisse geliefert. Sei höflich, aber selbstbewusst. Mehr als Nein sagen können sie nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt: Nebenjob oder Minijob. Viele Studenten oder Neueinwanderer arbeiten zusätzlich. Du fragst, gibt es einen Minijob in Ihrer Firma? Ich kann abends oder am Wochenende arbeiten. Minijob bedeutet, du verdienst bis zu 520 € im Monat steuerfrei. Oder du sagst, ich suche einen Nebenjob auf 450 € Basis. Das ist ein typischer Satz in Deutschland. Wenn du dann arbeitest, frage, wann bekomme ich mein Gehalt? Zum Monatsende oder zur Monatsmitte? Und bekomme ich einen schriftlichen Arbeitsvertrag? Das ist wichtig für deine Hechte. Also keine Scheu. Es gibt viele Nebenjobs, zum Beispiel in Supermärkten, Restaurants oder als Lieferservice. Jetzt kommen wir zu Bankgesprächen. Wenn du ein Konto eröffnen willst, sagst du, ich möchte ein Girokonto eröffnen. Was brauche ich dafür? Oft brauchst du deinen Pass, die Meldebescheinigung und manchmal einen Termin. Und du fragst, gibt es monatliche Kontoführungsgebühren? Das sind Kosten für das Konto. Manche Banken bieten kostenlose Konten an, wenn du regelmäßig Geld eingehst. Ein wichtiger Satz: Kann ich Überweisungen online machen? Ja, fast immer. Und wenn du ins Ausland überweisen willst, wie hoch sind die Gebühren für eine Auslandsüberweisung? Das sind einfache Sätze, die dir helfen, keine unnötigen Kosten zu zahlen. Ein weiteres Bankthema: Tagesgeldkonto zum Sparen. Du sagst, ich möchte ein Tagesgeldkonto eröffnen, um für einen Notgroschen zu sparen. Das ist ein Konto, auf dem du Zinsen bekommst, aber du kannst jederzeit an dein Geld. Frage: Wie hoch sind die Zinsen? Die sind meist niedrig, aber besser als nichts. Und ist das Geld sicher? In Deutschland ist Geld bis 100.000 € pro Bank geschützt. Du kannst auch sagen, ich möchte einen Dauerauftrag einrichten. Jeden Monat 50 € vom Girokonto auf das Tagesgeldkonto. Das ist automatisches Sparen. Du merkst es kaum, aber nach einem Jahr hast du 600 €. Probier es aus. Jetzt möchte ich über Versicherungen sprechen. In Deutschland sind einige Versicherungen Pflicht, zum Beispiel die Haftpflichtversicherung fürs Auto. Aber es gibt auch freiwillige Versicherungen. Du fragst, welche Versicherungen brauche ich wirklich? Oft wichtig die Haftpflichtversicherung. Die zahlt, wenn du versehentlich etwas kaputt machst. Und die Hausratversicherung. Die zahlt bei Einbruch oder Feuer. Du kannst einen Versicherungsmakler fragen. Können Sie mir die Unterschiede erklären? Ich möchte nicht zu viel bezahlen. Ein wichtiger Satz: Kann ich die Versicherung monatlich zahlen oder lieber jährlich? Jährlich ist oft günstiger, also informiere dich, bevor du etwas unterschreibst. Ein Tipp für alle, die in Deutschland arbeiten: die Steuererklärung. Viele haben Angst davor, aber du kannst Geld zurückbekommen. Du sagst, ich möchte eine Steuererklärung machen. Kann mir jemand helfen? Es gibt Steuerhilfevereine, die günstig sind, oder du nutzt eine App. Du kannst Ausgaben absetzen, zum Beispiel Fahrtkosten zur Arbeit, Arbeitsmaterialien oder Weiterbildungskurse. Sage, ich habe Werbungskosten. Wie gebe ich die an? Eine einfache Regel: Wenn du unsicher bist, lass dir helfen. Das kostet vielleicht 50 €, aber du bekommst oft mehr zurück.
Also trau dich. Geld, das dir zusteht, solltest du holen. Jetzt eine persönliche Geschichte. Vor 2 Jahren hatte ich einen Wasserschaden in der Wohnung. Die Reparatur war teuer. Zuerst dachte ich, oh Gott, wie bezahle ich das? Aber dann rief ich meine Haftpflichtversicherung an. Ich sagte, ich habe einen Wasserschaden. Meine Versicherungsnummer ist, wann kommt ein Gutachter? Die Versicherung hat fast alles bezahlt. Ich musste nur einen kleinen Teil selbst zahlen. Die Lektion? Versicherungen sind da, um dich zu schützen, aber du musst sie anrufen. Trau dich. Und wenn du eine Rechnung nicht sofort bezahlen kannst, rufe an und frage nach Ratenzahlung. Meistens geht das. Mein letzter Teil heute. Ich möchte dir einen Satz mitgeben. Über Geld zu sprechen ist nicht unhöflich, es ist notwendig. In Deutschland schätzt man Klarheit. Wenn du höflich fragst, hilft man dir. Du hast heute viele Sätze gelernt. Für den Beruf, fürs Einkaufen, für die Miete, für Schulden, fürs Sparen. Nimm dir einen Satz pro Woche vor und übe ihn. Zum Beispiel, kann ich mit Karte zahlen? Bald wirst du dich sicher fühlen. Und denk dran, wir sind hier, jede Woche, für dich. Jetzt bist du dran, Marc. Danke, Sarah. Ich möchte noch über Sparen im Alltag sprechen. Kleine Dinge summieren sich. Zum Beispiel, statt jeden Tag einen Kaffee to go zu kaufen, machst du dir Kaffee zu Hause. Das spart im Monat vielleicht 30 Euro. Oder du kochst größere Portionen und frierst ein. Das ist günstiger als Fertiggerichte. Ein Satz, der hilft: Ich schaue auf die Angebote im Supermarkt. Viele Länder haben jede Woche neue Angebote. Du sagst, ist das Produkt reduziert oder gibt es ein Sonderangebot? Und wenn du etwas wirklich nicht brauchst, ich kaufe das nicht, weil ich es nicht brauche. Selbstdisziplin ist der beste Weg, Geld zu sparen. Mein letzter Teil. Ich fasse zusammen, was wir heute gelernt haben. Beruf und Gehalt beschreiben, beim Einkaufen fragen, Preis, Rabatt, Zahlungsart, Miete und Nebenkosten verstehen, Verträge prüfen und kündigen, sparen, Budget machen, zu Hause kochen, Angebote nutzen. Bei Geldproblemen ehrlich sein, Ratenzahlung vereinbaren. Versicherungen und Steuererklärung nicht vergessen. Und übe die Sätze, immer wieder. Geld ist ein Werkzeug, kein Tabu. Mit den richtigen Wörtern kannst du es kontrollieren. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Marc, das war eine super praktische Folge. Viele nützliche Sätze für den Alltag. Ja, und das Beste, jeder kann sofort anfangen, sie zu benutzen, beim nächsten Einkauf oder beim nächsten Anruf. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere Deutsch mit uns, Podcast für Arabischsprachige. Klick auf Abonnieren und die Glocke, dann verpasst du keine Folge. Nächste Woche Smalltalk auf Deutsch. Locker und sicher ins Gespräch kommen. Und danach Essen, Reisen, Arbeit. Alles, was du im Alltag brauchst. Also, mach deinen ersten Schritt. Heute. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss und mach's gut.